Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel. Ich muss mich jedes Mal ein bisschen konzentrieren, damit mir der Fauxpas vom letzten Mal nicht nochmal passiert. Könnte auch das vorletzte Mal gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Falls ihr euch fragt, warum wir uns nicht auf dem Rooftop der Military Academy Thors befinden, ich habe das Spiel gestartet und landete plötzlich hier und wollte das dann wegdrücken und gucken und der fängt jetzt an, uns was über den ganzen Campus zu erzählen und das wollte ich euch nicht vorenthalten und irgendwie hat das mit dem Speichern dort und von dort aus weitermachen nicht so ganz funktioniert, aber wir gucken mal. If I remember correctly, the Student Union Building should be to the east of the main building. It doesn't seem like this is too urgent though, so maybe I'll head over after familiarizing myself with campus a bit. Na dann tu das. There's more to Thors than just the main building and all its classrooms. There are many other facilities located on campus. Ich weiß nicht, sag mal Campus? Ich weiß nicht, wie man das im Englischen richtig ausspricht. Ich habe mit den simpelsten Wörtern manchmal die größten Probleme. The auditorium is used for events like the entrance ceremony. Although this building is normally closed, it will be open during certain events. The field is home to more athletic activities such as practical exams. Many sports clubs such as the lacrosse and riding clubs use this area to practice too. Ist ja auch genug Platz. The Gymnasium is used for general training purposes. There you'll find the pool and the training hall. Those two facilities are managed by the swimming and fencing clubs respectively. As such, the gym's usually a lively spot. Ja, aber das sind sie eigentlich alle. The engineering building is the de facto place for augment maintenance and is managed by the engineering club. While you can't enter for now, you find yourself here again and again during your times at Thors. The library holds a variety of papers and books for your perusal and serves as a handy space for study and research. You can also go there to brush up on all the Zemurian terminology you can handle. Da werden wir eine gewisse Zeit auf jeden Fall zubringen. Stellt euch da schon mal drauf ein. Der eine wird es cool finden, der andere eher nicht so. The Student Union Building is a place for students to relax and unite. The first floor houses some stores and a cafeteria. You'll find the culture clubs on the second floor. Culture Club, da habe ich direkt zwei Ohrwürmer, ihr auch. And even a salon, sagt man nicht Saloon? Keine Ahnung. Reserved for upper class students on the third. Das ist nämlich der Ort, wo wir als nächstes auch hin müssen. Event Markers. Ey, habe ich jetzt schon irgendwas geskippt, was ich gar nicht skippen wollte? Ich habe beim letzten Mal nicht übernachtet oder so. Nicht, dass ich jetzt die Tageszeit verschoben habe, weil ich einen doofen Zeitpunkt zum Speichern ausgewählt habe. Occasionally you will see event markers displayed on characters and places. These show that an event will take place there. Key event required to advance the story. Quest event related to a quest that isn't mandatory. Eigentlich super cool, selbsterklärend, übersichtlich, also da kann man echt nicht klagen für Leute, die... Achso, ich dachte, okay, als ich die Tür gesehen habe, dachte ich wäre bei den Dormitories, also bei unseren Schlafgemächern für Class 7, aber das ist gar nicht der Fall, wir sind jetzt hier einfach draußen. Dann ist das in Ordnung und wisst ihr warum? Okay, wie laufe ich denn jetzt am besten? Ich bin voll überfordert. Wenn das Spiel mir einfach abnimmt, wo ich das starte, oder der Part mir das abnimmt, dann finde ich das nicht so geil. So, warte mal, um hier ein bisschen Orientierung reinzubringen, gehe ich jetzt mal zum Eingangsbereich. Das wäre dann hier. So, das ist der Main Entrance und dann kommt man rein und denkt sich so, boah, geil, endlich bis nach Thors geschafft, endlich was erreicht im Leben. So, und dann ist hier der Empfang. Guten Tag, Rezeptionistin Bianca. It's been about half a month since the entrance ceremony. I would imagine you're starting to get used to your life here. I know it's a lot to take in, but as long as you keep your head up, I'm sure you'll adjust soon enough. Das wird er wohl. I imagine you're starting... Chuckle? There are already students who recognize me, which just makes my day. Okay, wenn du darauf Wert legst, dann ist das schön. Dann bist du auf jeden Fall relativ einfach zufriedenzustellen. So, nur mal ganz kurz der Orientierung halber. Vielleicht habt ihr sie noch, vielleicht nicht. Deswegen helfe ich gerne aus bei denen, die es nicht haben. Hier sind wir beim letzten Mal schon gewesen.
Genau, hier haben wir unseren ersten Rundgang gemacht. Oben ist dann der Rooftop, ne? Also das Ganze sind 3 Etagen. Und wir machen jetzt mit der unteren weiter, denn vor Äonen, habe ich mich hier noch nicht umgeschaut. So, du bist wichtig. Du bist nämlich der Vice Principal Heinrich. You there. You're a member of Class 7, are you not? Listen here, contrary to the tainted image your instructor has provided you, this is a highly distinguished academy. You can see this exemplified by our upper-class students whose noble behavior you would do well to learn by. Take heed of their every action and mannerism. Do you see them running in the corridors? No, you do not. Understood? Ich habe nirgendwo gehört oder gelesen, dass das verboten sei. Listen here, contrary to the tainted image, das kennen wir schon. You can see this. Das kennen wir auch schon. Take heed of the every action. Hä? Okay, der sagt zweimal das gleiche. Bei dem wäre ich jetzt safe sicher gewesen, dass hier noch was anderes gekommen wäre. Als Vice President dachte ich, der hat ein bisschen mehr zu erzählen, aber er wiederholt sich. So, hallo Sarifa. Master Vincent is the only son of the Florid family. Despite his pedigree, however, it would be wise to take his words with a healthy degree of skepticism. For instance, while he may claim to be the noble escort, most women he offers his services to reject him. There is some truth to Master Vincent's noble escort claims. His nobility is by no means in question. His ability to attract women, however, most certainly is. Aha. Also mit dem wird es auf jeden Fall noch lustig. Also wir sehen anhand seiner weißen Uniform, dass er zu den noblen Vertretern dieser Akademie gehört. Aber wir sprechen erst einmal mit Mint. I was just trying to get to my club when this weirdo started harassing me. All I wanted was for someone to tell me where the music room is. Do you know? I still don't know my way around this academy. But before I worry about that, I gotta get away from this guy. Der Music Room ist sogar einer der allerersten, wo wir überhaupt drin gewesen sind. Ist auf jeden Fall eine Etage da drüber. This seems to be Class 1 Second Year Classroom. Okay, so Vincent, jetzt haben wir schon viel über dich gehört. Erzähl mal. Oh, lost little lamb, worry no longer. For I, Vincent, the noble escort Florid, will take you wherever your heart desires. Noble escort? What does that even mean? No need to be shy. Merely close your eyes, take my hand and trust me. Name the place and I shall guide you there like an elegant bird leading its chicks. Nein, danke. Mint, guck mal, dass du dich da irgendwie rausgewunden kriegst. Du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich. So, hier kommen wir wieder in den Hinterhof. Da wollen wir aber nicht hin. Und hier waren wir noch nicht. Hallöchen, Pupüchen, wer sind Sie denn? Janitor Geiler. Bester Name, geilster Name. New student, huh? Well, I'm the janitor, and this here's my room. Hey, if you're ever in need of advice, just stop on by. I'll help you in any way I can. Even if you bust a window or 3, you can let me know. I won't get after you too much. Nur ein bisschen. Alright, you'll be the first to know if I start endangering the school's class. Aber nicht nur das, der ist auch für andere Sachen da. Doris has a long history behind it, so you can bet it's got a lot of rules. Wouldn't hurt you new students to give your student notebook a good once over. A good once over, okay? If you know the rules, you're less likely to break them. Aber im Notebook, ich habe jetzt keinen Bock nachzugucken, aber ich behaupte einfach mal, da steht nichts von den Regeln, die es hier in Thoris gibt. Oder ich habe mich da nie richtig genug umgeguckt. Keine Ahnung. So, damit sind wir, glaube ich, was die Akademie angeht, erstmal durch. Das Krasse ist, und das haben die Legend of Heroes Spiele, glaube ich, alle gemeinsam, sobald wir hier auch nur einen Hauptstory-Punkt abgearbeitet kriegen, sagt hier jeder was komplett anderes. Ich werde das aber nicht nach jedem kleinen Mini-Hauptstory-Event alles nochmal abklappern, sonst sitzen wir hier noch bis ins nächste Jahrzehnt. Ich habe das bei Trails in the Sky ja auch nicht so gemacht, immer so ein bisschen, wie es passt. Nur, ich wollte es mal erwähnt haben, weil ich es einfach krass finde, wie viel Dialogherzblut die Leute, die Entwickler, hier in dieses Spiel reingesteckt haben oder generell in ihre Spiele reinstecken. So, das ist Becky. Bei Becky werde ich hart überfordert sein mit ihrem Dialekt und man möge mir nachsehen, dass ich den wahrscheinlich komplett falsch abbilde.
Yeah, you know that massive corporation Kleisten Co. Well, this weird bim's fate there. He thinks he's a pure ticket cause his family's well off. He will not stop following me about either, actually doing my heat in. You go have a wee giggle with your family's money. Meanwhile, I'll go get a job and make my own money. Cannot waste the good academy life now. Ich weiß nicht, woher dieser Dialekt kommt. Könnt ihr mir gerne mitteilen. Die wird wahrscheinlich irgendwo verortet werden, wo man das so halt ausspricht, aber ich kenne mich damit halt null aus, ne? Hey there, Becky. Have you decided on a club to join yet? Yeah, how many times do I need to tell you to stop acting like you're my mate? I'm joining the school store. Got a problem with that? Becky, that's not a club at all. I know. You think I'm daft or something? Die 2. As usual, you continue to baffle me and presumably everyone else. Also manchmal versteht man ja, was sie einem mitteilen will, aber manchmal finde ich es auch ein bisschen knifflig. I'm attending the academy from my home in Heimdall. A commute like that makes it very difficult to join a club or work a part-time job like Becky does. Aber ich mag Becky eigentlich. Also ich habe immer gerne mit ihr gesprochen. Nur ich dachte mir schon beim Durchspiel, wenn ich dazu jemals ein Let's Play mache, dann werde ich da so meinen Struggle haben, denn keine Ahnung, wie man das hier richtig betont ausspricht, wie auch immer. Die Auditorium Doors are locked. Super. Können wir hier die Entrance Hall quasi nicht begutachten. Aber wir haben das schon mal von innen gesehen. Dort sind wir nämlich willkommen geheißen worden. Ich bin total dumm, Leute. Ich bin total dumm. Ich wollte gerade sagen, wir sind willkommen geheißen worden vom Präsidenten dieser Akademie. Und der sitzt ja auch, mit dem habe ich gar nicht gesprochen, weil ich die erste Etage nur einseitig abgefrühstückt habe. Wir sind auch noch gar nicht bei der Ärztin gewesen, die ist nämlich hier. Meine Güte, ein bisschen mehr Konzentration würde mir manchmal echt nicht schaden, oder, Male Student? Phew, I'm feeling way better now. I had a fever this morning, so I thought it would be smart to rest in here. The medicine instructor Beatrix gave me really did the trick. Phew, I'm happy to say I'm feeling way better now. It would have been a real bummer to spend our free day tomorrow stuck in bed. Das ist so. Ey, als ich mitbekommen habe, dass sie Beatrix heißt, ja, Grüße an Final Fantasy 19. 9 gehen raus. Wie war das nochmal mit der Konzentration? Final Fantasy 19. Genau. Ja, schon allein da hatte sie bei mir irgendwie einen Stein im Brett, aber ich finde sie generell auch darüber hinausgehend sehr cool. Well, hello there. Welcome to the infirmary. You seem healthier than our average visitor. Ho ho, well, classes are over for the day, so feel free to relax here if you'd like. Thank you for the offer. She seems like a sweet old lady. Das ist so. If you ever find yourself sick or injured, don't even think twice about stopping by. If you don't find yourself sick or injured, feel free to stop by anyway. Das werden wir auf jeden Fall zu gegebener Zeit. So, dann haben wir hier aber gar nicht mehr so viele Gesprächspartner. Ach, dann ist der Direktor auch gar nicht da. Ich glaube nämlich, dass das hier sein Büro war. Principal Van Dyck seems to be absent. Principal Van Dyck, so hieß der, genau. Na gut, dann haben wir jetzt hier nur noch 2 Leutchens. Ach so, ja, das ist das Lehrerzimmer quasi. Hier tummeln sich die ganzen Instructors. Hallo Makarov. You're from class 7, right? Must be one weird class if stopping by the faculty lounge is how you spend your free time. I'm just coming to grips with the academy's layout. Instructor Makarov doesn't really have the air of a natural science teacher. He's apparently in charge of all his studies, so that makes sense, in a way. Anyway, just do me a favor and try not to fail any of your tests. I really don't want to think of new stuff for retests, and if nobody fails, I won't have to. You might not want to say that too loudly, considering your position. Ja, der ist ein bisschen anders in vielerlei Hinsicht. You know Min from class 3, she's my niece. She's a good kid, but wherever she goes, chaos follows. I should probably go make sure she hasn't set herself on fire. And she's gonna be here for 2 whole years. Ja.
Das ist auf jeden Fall interessant, wie die hier alle Familie auch teilweise miteinander verstrickt sind. Hallo Thomas. Der ist auch unser Lehrer, den haben wir schon mal bei uns in der Klasse gesehen, ganz am Anfang, als er uns unterrichtet hat. If it isn't Ring Schwarzer, what brings you here? Oh, don't tell me, you wanted to learn more about the War of the Lions. Well, that's just fine by me. Allow me to be your guide through the hectic history of the Middle Ages. As luck would have it, I just so happen to have 5 or so hours to spare today. That should be enough for a cursory primer. Thank you for the offer, but I wouldn't want to bother you. Once he gets going, not even ideas could make him stop. Das ist so, aber das macht ihn auch aus. Oh, what a shame. Now I really want to tell someone about the War of the Lions. I suppose my authentic Eastern Hanifa statue will have to do. Also der liebt seinen Job definitiv. Ich würde sagen, der ist sogar fast der Instructor, der am meisten mit Herzblut mit dabei ist. Also ja, okay, Sarah natürlich auch, aber bei ihr halt so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. So, jetzt sind wir aber durch. Ja, weißt du, läufst du einmal am Auditorium vorbei, lässt die eine oder andere Szene wieder vor deinem geistigen Auge Revue passieren und darüber fällt dir dann ein, dass du hier eine Ecke ausgelassen hast. Ey, aber besser so, als wenn es mir komplett abhanden gekommen wäre. So, dann sind wir als nächstes hier auf dem Field, wo sportlichen Aktivitäten nachgegangen wird und wo wir gelernt haben, dass sowohl die Lacrosse-Spieler als auch der Riding Club hier trainiert, sein Unwesen treibt, sich beschäftigt. Hallo Rex. Wow, there, those ladies in the lacrosse get-ups are looking mighty fine. It would be a crime against photography if I didn't snap some pics. Man, this academy's the place to be if you're looking for cute girls. Yeah, I'm gonna be late to the photography club, but when inspiration strikes, you can't just ignore it. Na dann. Gönn dir, schieß mal ein paar schöne Fotos. Material wirst du hier auf jeden Fall zuhauf haben und wir werden uns zu diesem Thema auch nicht das letzte Mal sprechen. So, Emily und Theresia. Fangen wir mal mit ihr an. Oh, are you here to join the lacrosse club? I'm sorry to tell you this, but this club is for girls only. Oh, are you here to join? Okay, ich habe schon verstanden. When you think of traditional Erebonian sports, the word lacrosse should come screaming into your mind. The 3 key pillars of the sport are the 3 key pillars of youth itself: friendship, hard work, and success. So, who's ready to make the most of their youth with us? Do try to control yourself, Emily. You'll scare them all off at this rate. Ist ja nicht schlimm, sind ja eh nur Mädels zugelassen. Also kann sie uns scaren. I'm the captain of this club. Name's Emily, but people call me the Blazing Maiden. We're not gonna be young forever, but as long as we're here, I'm gonna make it count. Das ist doch mal eine gute Devise. Hallo Alisa. Na? Well, she's passionate, to say the least. Joining a sports team doesn't seem like it would be interesting, though. Friendship, hard work, and success, huh? I've never joined any sports teams before, but they must be pretty fun if she's this excited. Das könnte auf jeden Fall noch interessant werden mit euch. Alisa and I are taking a look at all the clubs here. Would you care to join us, Emma, what are you saying? Right, I'm sorry, Rain. It's fine, don't worry about it. Okay. Alisa war gerade eher entsetzt, weil sie Reen eigentlich nicht bei sich haben möchte, aber mein erster Gedanke war, ich kann ja hier sowieso nicht beitreten. I'm not much for sports myself. I think something like the literature club would be the best fit for me. Na, mal gucken, wo du am Ende verbleiben wirst. Hallo, Ferris. So, that's the Elisa girl I've heard so much about. She has a different air about her than the other first years. She's awfully cocky for a commoner. Findest du? She intends to join the lacrosse club, does she? What a lovely turn of events. I can use this to teach her her place. Ich dachte gerade, das wäre ein Fehler, aber das macht Sinn. Das macht durchaus Sinn. Wobei man muss sagen, Alisa haben wir auch als sehr cocky kennengelernt. Und jetzt ganz am Anfang verstehe ich auch, dass man so einen Eindruck von ihr haben kann. Aber ich weiß nicht. Also nach Abschluss dieses Spiels wäre cocky definitiv kein Attribut, was ich mit ihr in irgendeiner Form in Einklang bringen würde, sage ich mal.
So, hallo Lambert. Welcome to the riding club. I'm the current captain, Lambert Mach. Mach? And this is my trusty steed, Whitecomb. Are you a new recruit by any chance? If you've the slightest interest in joining, by all means, please do. We'll happily accept anyone who wants to experience the joys of riding. If you've the slightest interest, das hat er schon mal gesagt, okay. Ja, scheint auf jeden Fall eine ordentliche Auswahl zu geben und wir haben noch nicht mal alle Clubs kennengelernt. A number of horses are being raised in the stable. So, okay, dann sind wir hier erstmal mit allen durch. Dann kommt als nächstes das Gymnasium. Ich würde das am liebsten immer mit Ü schreiben, aber da würde wahrscheinlich keiner drüber lachen, außer ich. Deswegen mache ich es nicht. Es sollten schon mindestens 2 das lustig finden. So, hallo Monk. I wonder if I can find any good material for this month. Oh, don't mind me, just talking to myself. I do that sometimes. Actually, Class 7 might just end up being a treasure trove of material. Treasure Trove Cove lässt grüßen. Grüße gehen raus an Banjo-Kazooie. I don't know what material means, but I don't like the sound of it. Verständlich. I've got a feeling your class will provide me with some good material. You better not let me down. Creep. Ersteindruck auf jeden Fall. Creep. So, Gymnasium gehe ich gleich hin. Ich will erst mal mit Vivi sprechen. Schon wieder eine Final Fantasy 9 Assoziation. Diesmal nicht 19. A year seems like a long time, but it will fly by if you waste it all studying. It was hard work getting into this academy, so we deserve to have some fun while we're here. Da sagst du was. Now, if I was something fun to do, where would I hide? It was hard getting... Das haben wir gerade eben schon mal gehört. Okay, so. Hallo Gymnasium. Da steht's schwarz auf weiß mit Y, so wie es sich eigentlich auch gehört. So, was haben wir gelernt? Hier wird geschwommen und gefechtet. Da sieht man schon, dass da oben die große Schwimmhalle ist, aber wir fangen erstmal hier mit der guten Monika an. I guess this is where the fencing and swimming clubs are located. I'm not exactly what you'd call athletic, but it might still be worth checking them both out. I mean, we're all at the military academy and all. There's not much point in being here if I'm not healthy. Das ist so. I'm not particularly athletic, but joining one of these clubs might be just what I need to remedy that. Now, which one should I join? Choose wisely, liebe Monika. Nicht, dass du deine Entscheidung am Ende noch bereust. Hier ist auf jeden Fall einiges los. Das ist dieser arrogante Schnösel, wisst ihr noch, der uns in der vorletzten Folge relativ dumm von der Seite angepumpt hat. Hallo Paula. What's with that guy? Why does he think he's hot stuff just because he's a noble? Ja, das tut er. I've never been able to get along with jerks like that. Can't see that changing anytime soon either. Verständlich. He's been preening even more than the other upper class first years. Guess I won't be joining this club after all. Das ist natürlich traurig, wenn du ihm jetzt hier das Feld überlässt. Wäre schade, wenn hier keiner joint, nur weil er irgendwie so unsympathisch ist. Hey Alan. Well, what's with this guy? He just marched in here demanding to be made captain. So much for respecting your elders. I figured this club would help me get in shape, but man, what I've gotten myself into. Könnt ihr nicht immer noch einen Rückzieher machen? Seid ihr denn verheiratet mit den Clubs, den ihr einmal joint? Welcome to the Fencing Club. I'm Friede, the club captain. A number of interesting first years have joined us, so I'm curious to see how things unfold. Healthy competition amongst club members is always a good thing. Naja, Patrick's quite the interesting one. I have a feeling he's going to be a good practice partner for Logins. Logins? Ist, glaube ich, der hier. Ja. Wanna say that again, asshole? I don't think I heard that right. Oh, of course, I'll say it as many times as it takes for you to get it into your thick skull. As the best swordsman here, I should be named captain of the club. Did you follow that, or must I speak more slowly? Uh-oh. Yeah, I gotcha. If you're so damn cocky, how about taking me on one-on-one? Seems like you need a little attitude adjustment. I have no objections to that. Just remember, you challenged me, so I expect no whimpering after you lose.
Das könnte interessant werden. Hätte ich mir gerne live angeguckt, aber da können wir nicht beiwohnen. Just cause you're noble doesn't mean I'm not gonna beat your ass. You need to be brought down a peg and I'm gonna be the one to do it. Der ist halt wirklich gut, ne? Also der kann's wirklich, der Patrick, das ist das Schlimme. Oh, sein Name steht hier gar nicht, Arrogant Boy. Given your uniform, I can assume you're part of Class 7. That's right, mind if I ask who you are? My name's Patrick, I'm from Class 1. Class 1, huh? That's one of the upper classes, right? I'm Rin Schwarzer. Pleased to meet you. Do you really think the feeling is mutual? I couldn't, in good conscience, say I was pleased to meet anyone from some pathetic group of nobodies calling itself a class. Wow. While you're at this academy, it would save you well to remember your place. We wouldn't want commoners to start thinking a little special treatment makes them better than nobles now, would we? The thought couldn't have been further from my mind. Thanks for the advice. This guy's a real peach. Absolut. How could anyone be so upset over such a logical proposition? Very well then, if it's a match you want, then it's a match you shall get. Na dann. Ja, wie gesagt, startet hier jetzt leider nicht. Aber es wird an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder erwähnt, wenn man zu einer späteren Tageszeit wieder zurückkehrt, wer denn bestimmte Matches gewonnen oder verloren hat. So, hier ist die gute Laura. Wir fangen mal mit Kaspar an. That guy's really got away with words. Just goes to show why he made captain. I think this might be the club for me. Cool. Turns out this might be the club for me. Okay, und du bist jetzt der besagte Klein, der so angehimmelt wird vom kleinen Kaspar. Swimming doesn't just strengthen your body, but your soul too. Now that you're part of this club, try to think of a goal. Any goal will do, as long as you want to make it happen. Working towards that will be a good way to help you become the you want to be. Of course, let's not forget that swimming's the perfect way to get cool when it's all toasty outside. Can't say I'd be surprised if some folks joined up just because of that. Ja, welche Jahreszeit haben wir denn gerade? Wir sind mitten im April, wenn ich das da rechts richtig sehe. Das heißt, der Sommer steht bald vor der Tür. Fascinating. I suppose there are some things we can only do while we're students. It looks like there is a lot I could learn in this club. Aber er verkauft es ja auch gerade sehr gut, der Typ. It looks like there is a lot I could learn. I'm going to fill out an application this very instant. Im ersten Teil, das ist sie, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Ich komme da ganz gerne durcheinander, hier und da. Ist euch wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen. Aber so ist es. So, hier ist nichts los, zumindest nichts NPC-mäßiges. Lasst uns trotzdem kurz einen Blick reinwerfen. Das sind einfach die Umkleidekabinen für die Männer und Frauen. This is the girls' locker room. If I walked in, my death would be swift. Blissful, but swift. Sehr nette Umschreibung. Aber stimmt, in die zweite Kabine kam man ja gar nicht rein. So, hier muss man aufpassen, also wenn man wirklich den Anspruch hat, alle NPCs irgendwie anzuquatschen in jeder Situation, dann ist dieser obere Bereich hier im Gymnasium relativ einfach zu übersehen, wie ich finde. Aber manchmal tummelt sich auch da der ein oder andere interessante Gesprächspartner. So, dann haben wir hier den kleinen Garten, wo es ebenfalls einen Club gibt, den sie uns jetzt wahrscheinlich vorstellen wird, die gute Edel. It might seem a little quaint, but gardening is both fun and enriching. We'd love to have you join our club if you have so much as a budding interest. I'll teach you everything there is to know about plants. The more love you power into your flowers, the better they grow. Feel free to join our club if you want to cultivate a green thumb. Ich mag die Edel irgendwie. Ich kann es nicht begründen. Ich werde es auch am Ende des Spiels nicht so ganz begründen können. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich der ganze Abschnitt hier halt extrem an Haru aus Persona. Obwohl, ich könnte auch Persona sagen, aus Persona 5. Ich sage immer Persona, obwohl Persona, glaube ich, richtiger ist. So, hier geht's zum Oldschool-Haus, da wo wir unsere erste Kennenlernaufgabe, hätte ich fast gesagt, absolviert haben.
Hier ist aber, warte mal, ich konnte doch auch rennen. Nämlich genau so. Türen müssten jetzt aber eigentlich verschlossen sein. Ist ja auch ein bisschen gefährlich, da alleine reinzugehen, ne? The front doors are locked. This old building's closed up tight now. Probably for the best, considering all the monsters roaming around inside. Orienteering or no, I can't believe we were thrown in with them right after our entrance ceremony. Some welcome. Da sagt er was. I have no real reason to be here right now anyway, so I should start heading to the student council. Ups. Hier passiert was. What? Oder auch nicht. What was that? Was that just my mind playing tricks on me? No, there's something off about this place. It's definitely not just my imagination. All the more reason to keep my distance for the moment. I need to go to the student council room anyway. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich diese Szene beim ersten Mal gesehen habe. Wahrscheinlich schon, weil ich da auch halt neugierig alles erkunden wollte, aber erinnert habe ich mich daran tatsächlich nicht. So, dann ist, glaube ich, das nächste Gebäude 1, wovon es gerade hieß, dass wir es momentan noch nicht betreten können. Nämlich diese Ecke. Das war ein Trace in the Sky schon mit die interessantesten Gebäude, Engineering Building, da wir hier unsere ganzen Arcus Orbs Gedöns Sachen optimieren, anpassen, neues Quartz-Zeugs einkaufen können, etc. The doors are locked. This is the engineering building, isn't it? Doesn't seem like anyone's here. Ja. Auch das wird sich soon enough ändern. So, dann haben wir hier links unser Zielgebäude und dann machen wir mal einen kleinen Abstecher zur Library und Makias ist auch schon da. Why is he in there? What's wrong? It's nothing. Oh well, I suppose I just returned to the dorms for today. Willst du da ernsthaft nicht rein, weil Usis drin ist? Mann, ey, was ein Kindergarten. If he intends to regularly befoul the library with his presence, I'll need to find a new place to study. Wait, why am I the one who needs to go somewhere else? He can't make me go anywhere. Ich wette, Usis würde drüber stehen. Also ich vermute mal, dass ihn das nicht so anpieksen würde, wenn du dich da auch reinsetzen und studieren würdest, aber was weiß ich schon. Hallo Library. Na, da sitzt er auch schon. Hinterm Blümchen versteckt so ein bisschen. In the library you'll find books detailing key terminology on the second floor and a recommended reading corner on the first. The recommended reading corner is updated almost every month, so it's worth checking in on a regular basis. What's more, many books you read will be added to the book notes section of the notebook for future reference. You can access the book notes section by pressing the select button or choosing note and the books from the camp menu. Alles klar. So, ich habe mir da was überlegt. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich das umsetzen will, was diese ganze Büchersache hier angeht. Aber ich sage euch gleich, was ich meine. Erstmal sprechen wir mit Carol. Grüße gehen raus an Tales of Vesperia. Ich weiß nicht, warum ich hier lauter Namensbezüge gerade zu anderen Spielen finde, aber es ist, wie es ist. Hello and welcome to the library. You'll be very familiar with it by the end of your tenure at this academy. It's almost a second home for some students. Not only do we have every kind of book you could imagine, the quiet atmosphere makes it a perfect study spot. Feel free to come along whenever you'd like. Entschuldigung. We'd never turn away an inquisitive mind. So, gerade and zuerst gelesen. We have every book you could ever want here, culturally or academically, so rum. Don't be a stranger. We happily take you in whenever you're in a reading mood. Alles klar. Macht wahrscheinlich Sinn, sich beim Studium oder während eines Studiums hier öfter mal aufzuhalten. Hallo, female student. I found a very exciting novel series here the other day. They're real page-turners, so as soon as I finish one, I come right back here and grab the next one. Na dann, I found a very exciting novel series, hat sie schon gesagt. Das auch, okay. Einer der wenigen NPCs, die scheinbar darüber hinaus auch nichts weiter erzählen möchten. So, Usis,
Was geht? Ich guck mal erstmal. Ich glaube, hier konnte man mit nichts interagieren, außer hier. Aber da schauen wir gleich mal. Erstmal mit Users schnacken. Weißt du, dass Makias draußen steht und sich nicht hier rein begeben will, weil du hier bist? Don't you have a club you should be running off to? Nope, I still haven't decided whether I want to join one yet. How about you? The same. None have managed to catch my interest so far. I'm in no hurry. If any have merit, I'll find out sooner or later. Well, that sounds like you, I guess. You do things at your own pace and at your own discretion, just like a noble. It doesn't take a noble to exercise critical thinking and sound judgment, at least in theory. If that's all you have to say, then leave me be. I'm not looking to be friends with you or anyone else. Right, sorry for bothering you. Boah, ey. Ja, aber auch nicht gerade die Sympathie mit Löffeln gefressen, ne? If that's all you have to say, then leave me be. I'm not looking to be friends with you or anyone else. Alles klar, Uses. Wir haben schon verstanden. Also manchmal verstehe ich auch ein bisschen, dass das Markies auf die Palme bringt, aber man muss ja nicht jeden Tag miteinander sprechen und sich mögen. Man kann sich doch trotzdem gemeinsam in einer Bibliothek aufhalten, oder? Recommended Reading Corner. So. Imperial Railways A History. Das werden wir jetzt zusammen lesen. Es wird hier aber einige Buchstrecken geben, sage ich mal, die ich nicht in dem Let's Play vorlesen werde, sondern wo es einen separaten Part dazu geben wird, denn ich habe meinen alten Speicherstand noch und da habe ich die Bücher komplett zusammengesammelt und da wird es dann irgendwie eine Bonusfolge geben für diejenigen, die es nicht interessiert, aber das ist, glaube ich, ein losgelöstes Thema hier, deswegen gucken wir uns das mal an. Imperial Railways A History. Imperial Railways. The Orber Revolution of 50 years ago had a profound effect on Erebonia, much as it did on other nations on the continent. Much is made of its impact on weaponry, but I believe its influence on transport was equally noteworthy. Specifically, the Orber Revolution allowed the creation of railways for the first time. Before the Orber Revolution, there were only 3 methods of transport available to imperial citizens: horse, boat, and walking. Considering the sheer size of Erebonia, the situation was far from ideal. Traveling from the imperial capital of Heimdall to Bereahar, the capital of the Kreuzen province, for example, took 10 days on foot and 4 days by horse. Such long journeys would be impossible to imagine for the Erebonian citizen of today. Changing all that, however, was the Orber Revolution's transformation of manufacturing, making the creation of mechanical engines possible for the first time. This marked a key turning point in the history of transportation, and Erebonia's first use of these engines was the invention of the train. Septian calendar 1158. The first orbally powered vehicle to run on rail tracks was developed through the combined efforts of Professor G. Schmidt, a leading disciple of Professor Epstein, and the Rainford factory, known at the time as a weapons manufacturer. Septian calendar 1160. The freight line between Ruhr City and the Sachsen Iron Mine was completed. Beste Name auf jeden Fall. Septian calendar 1165. The first passenger railway connecting Heimdall and Ruhr began operation. As a result of these developments, the concept of the Orber Railway became widely known throughout the nation, and by 1175, a wide-reaching railway network had been created with Heimdall as at its center. This rail nexus effectively connected the imperial capital with all of the major provincial capitals. This was followed soon after by the establishment of railways in other nations on the continent, eventually leading to the creation of the Transcontinental Railroad 20 years ago, which has made transporting people, goods, and information all over the continent significantly easier. There is no doubt that the orbally powered airships invented in the Liberal Kingdom and the family automobiles developed in the Calvet Republic are also wonderful inventions. However, a half a century after the Orber Revolution, it is an incontestable fact that railways are the most important form of transport of all. S. Reinemann. Ey, diese ganzen deutschen Namen und Orte und alles und überhaupt, ne?
Wahnsinn. Its contents were added to book notes. Ja, das wurde uns ja eingangs gesagt, dass das passieren würde. Keine Sorge, ich werde für die obere Etage, weil wir hier einige mehr Bücher tatsächlich zu lesen haben, tatsächlich einen weiteren extra Part uploaden. Wir haben nämlich hier was zu lesen. Das ist dann auch nicht nur ein Buch, sondern ich zeige euch noch mal kurz, um welche Themen es geht. Dann könnt ihr für euch nämlich auch entscheiden, ob ihr euch diesen Bonuspart, der keine Ahnung, wann der kommt, ob ihr euch den anschauen wollt oder nicht, aber der wird ein bisschen dauern. Denn ihr seht, hier bündelt sich alles. Historisches in erster Linie. Das eine oder andere sicherlich auch dabei, was für das Storyverständnis irgendwie hilfreich ist. Und ich glaube, so was Ähnliches hatten wir auch in Trails in the Sky. Ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht mehr, ob das alles so in einem Gebäude gebündelt war oder ob sich das eher so ein bisschen aufgesplittet hat, keine Ahnung. Aber das machen wir nicht heute, weil das ist, damit kann man, glaube ich, locker einen eigenen Part füllen. Macht, glaube ich, Sinn, das so ein bisschen abzukoppeln. Wir können aber anfangen, uns jetzt noch ein bisschen umzuschauen. Oh. Achso, jetzt sagt er uns wahrscheinlich was über diesen Ort, ne? This should be the Student Union Building. I know the cafeteria is on the first floor, but I wonder where the student council room is. Hey there, first year. How's it going? Academy life been treating you well this past half month? Oh, yeah, it has. Guess you must be a second year. It's not easy, but I'm managing mostly. Though I have a feeling it's only going to get harder from here on out. Of course it will. Your class is going to be more intense than the others too. But you just hang in there, okay? Oh, okay. Wait, you're a second-year student, aren't you? Do you mind if I ask your name? Hey now, let's not get ahead of ourselves. First things first, how about you let me show you this cool trick I've been practicing? Trick? You got a 50 mirror coin I can borrow? I think so. Pretty sure I do anyway. Cheers. All right, watch closely. What? Now, which hand is the coin in? Left or right? It's in your... left? Too bad. Guess you win. I'm usually pretty good at following moving objects too. Though, wait, you said this was a trick, which means... You catch on quick. Huh? Keep up the good work, man. You're gonna need to be pretty tough to get through a year with Sarah as your instructor. Oh, and the student council room is on the second floor, furthest room back. See you around. Have a good weekend. Dankeschön. Tier auch. Komischer Dude auf jeden Fall. Und wie es der Zufall so will, werden wir auch dem nicht zum letzten Mal begegnet sein. Wait, my 50 Mirror. Seinen Namen hat er uns jetzt aber auch noch nicht verraten, ne? He got me. And he seemed to know I was heading to the student council room too, somehow. Guy's good. I haven't met many of the second years yet. I wonder if they're all like that. Oh well, at least now I know where I'm going. Though, if it really is open late, I guess there's no real rush. If it really is open late, yeah. I might as well see what else people are up to in here. Das wirst du noch früh genug rausfinden, mein lieber Reen. Und den Anfang machen wir jetzt und werfen einen ersten Blick in die Cafeteria. On the first floor of the Student Union building, you'll find both the cafeteria and the campus store. As you might expect, the cafeteria sells a number of different kinds of food. Meanwhile, the store sells combat equipment like weapons and recovery items. This makes it the best place to stock up on supplies or buy new equipment on campus. Yay.
Weil wir auch einen anderen Laden haben, mitten in Trista, abseits vom Campus. Aber da muss man hier und da ein bisschen vergleichen. Wobei ich glaube, der verkauft Waffen und in Trista selbst können wir eher Equipment einkaufen. Hi there, welcome to the campus store. Campus. Or what will be the campus store once I finish setting everything up. I'm afraid I can't sell you anything today. I hope you come back again when we're ready though. Okay, hier müssen wir uns gedulden. Sagst du noch was? Sorry, but I'm still getting things set up here today. I ran into a little trouble earlier. I hope you come back. Bla. Okay, das werden wir zu gegebener Zeit tun. Wir haben jetzt, glaube ich, eh nicht so die Kohle. Hallo, Samantha. Talk. Hey there, have you come for something to eat? There are 3 things to know about our cafeteria's food. It's cheap, delicious, and served quickly. And we're proud of it. So if there's anything you want to order, just let me know. You just let me know. Okay. The food we serve here is cheap and tasty, so we get plenty of students dropping by after their club practice gets out. If there's anything you want to order, just let me know. Das werden wir, gute Frau, das werden wir. So, ich habe 500 Mira, ich könnte mal ein Tomato-Sandwich organisieren, aber dann habe ich für morgen kein Geld mehr. Oder ich müsste heute Nacht irgendeinem Nebenjob nachgehen, wo ich mal auf die Hand bezahlt werde, aber ich glaube, das wird Reen nicht tun wollen. Ich glaube, ich werde erstmal davon Abstand nehmen, hier Geld dazulassen. Aber wir sehen uns wieder. Das war zwar das erste Mal, aber nicht das letzte Mal. Hallo, Male Student. Man, I always feel hungry after class. Why don't you go get something? The food's here pretty good. Man, I always feel hungry after class. Und der wiederholt sich. Okay, und was ist mit dir so los? Ey, guck mal, wie seine Haarfarbe voll auf sein Outfit abgestimmt ist. Das gibt's ja nicht. Was trinkt denn der da? Bestimmt Tee. I figured this academy would have some tough classes given how famous it is, but man, I still underestimated them. It's only April, so they haven't gotten too bad yet, but I think we're in for a tough 2 years. I figured this academy would have... Das kennen wir. It's only April, so they haven't gotten too bad yet, but I think... Okay, auch bei ihm nichts Neues. Hallo, ihr trinkt alle scheinbar den gleichen Tee. There seems to be a lot of promising newcomers amongst the first years. It should be interesting to watch them all develop. Ja, there seems to be a lot. Okay, na dann gucken wir uns mal beim Entwickeln zu. So richtig Pokémon-like. I'm pretty curious about that Class 7 too. It's like they have a whole different curriculum than we did. It will be interesting to see how this plays out. Ja, wir sind scheinbar der Gesprächsshit hier überhaupt. Das ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Aufmerksamkeit überhaupt haben wollen. Wahrscheinlich eher nicht. Hallo Ramsay. I used to work in the kitchen at the Noble's mansion, so this might be an academy cafeteria, but I can guarantee the quality of my cooking. If you want to try some, just say so at the counter. Ich wollte gerade Corner sagen. Don't even think of trying to sneak in here and steal food, though. Someone always tries every year. Ja, ich glaube, das wird aber nicht Ring Schwarzer sein, der das tut. Sagt sie hier was anderes? Nö, hier kommen wir auch nochmal in dieses Menü rein. Okay, gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Ich werde, bevor wir uns die obere Etage mal angucken, wo wir auch hin müssen, mich gleich mal an den Part dran setzen, wo ich in der Library nochmal meine Runden drehe und mir die ganzen Bücher angucke. Wie gesagt, ist an euch überlassen. Ihr könnt das gerne skippen. Es wird in der Folge kein Hauptstory-Progress oder irgendwas geben, sondern ich werde lesen und diesen Bonuspart dann beenden. Und wir sehen uns bei der nächsten Hauptfolge dann wieder, wenn es nach oben geht und wir das restliche Gebäude auskundschaften. Das ist der Fahrplan. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!